Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema CPI-Zahlen lassen Goldpreis wieder steigen. Disclaimer. CPI-Daten lassen Gold wieder steigen. Gold hat in der letzten Woche eine Abweichung gebildet. Mit den heutigen CPI-Daten wurde die Abweichung aufgelöst und sollte Gold wieder über $1.800 bringen. Ja, das haben wir schon mehrere Male beobachten können, dass im Vorfeld der Verkündung der Inflationszahlen massiv aufs Gold gedruckt werden, was diese Abweichung bringt und dies dann mit einem Schlag wieder aufgelöst. Das haben wir schon sehr oft beobachten können. Wir möchten einfach die Leute, dass die auf dem falschen Fuß erwischt werden. Jedenfalls der Statist meint, dass das eigentlich jetzt diese Verzerrung jetzt aufgelöst ist und dass jetzt Gold wieder über $1.800 steigen dürfte. Wir werden es sehen, ob es tatsächlich so kommt. Aber immer nach solchen Extremdrückungen geht es dann immer eigentlich ein Stück nach oben. Okay. Hier eine Mine, Silberprojektgenerator aus den USA, hohes Risiko. Das Grundstück Silver Cliff liegt innerhalb des historischen Silberdistrikt Hardscrabble in Colorado und besteht aus 96 Claims auf 944 Hektar, wo zwischen 1878 und 1894 in zahlreichen Minen hochgradiges Silber, Gold und Basismetalle gefördert wurden. Die derzeitige Umfeld von mehr als 100 Millionen einer historischen Silberressource bei Silver Cliff mit einer überarbeiteten NI 43101 Report in Q2 2022 mit erheblichen Explorationsmöglichkeiten. Das Projekt Silver Cliff verfügt derzeit über eine Ressourcenschätzung von 5,6 Millionen Unzen Measured and Indicated Silber und 7,1 Millionen Inferred Silber bei einem durchschnittlichen Metallgrad von 70 bis 48 Gramm pro Tonne, also Medium. Das Projekt verfügt über zwei historische Ressourcenschätzungen, die noch nicht konform sind und die man sich noch nicht verlassen kann. Das sind also diese über 100 Millionen, was Sie hier haben gesagt, historische Ressource, 50 Millionen Unzen Silber bei der Lagerstätte Kate und 64 Millionen Unzen Silber bei der Lagerstätte Passiflora. Wenn man einfach mal diese Werte nimmt, was sicherlich Idealwerte sind, aber zumindest stehen die im Raum, sind da eben noch nicht nachgewiesen, dezidiert in Form der Ressourcenschätzung, kommen wir bei dieser Marktkapitalisierung von 23 Millionen auf einen Potenzialfaktor von 185.000. Der ergibt sich, indem wir einfach die Marktkapitalisierung im Verhältnis setzen mit der Anzahl der Unzen, den Grad des Metalls, des Medium, da geht 25% ab. Das Land ist gut, USA. Ja, das heißt, auch aktuell sind wir bei 26 Cent, rein theoretisch. Und dieser Potenzialfaktor funktionieren wird, was sicherlich nicht ganz funktionieren, aber es ist ein guter Vergleichswert zu anderen Goldaktien, müsste diese Aktie auf $48 steigen. Rein theoretisch, wenn Gold $2.500 bewertet ist. Das glauben wir natürlich nicht. Wir denken, zumindest dürfte sie früher oder später Richtung $1 steigen. Und wenn dann der Goldanstieg Richtung 2.300, 2.500 geht, dass diese Aktie dann eine Chance hat auf 2, 3, 4 oder vielleicht sogar $10 in der absoluten Spitze steigen könnte. Jedenfalls hat die das Potenzial. Es ist Silber. Wenn Sie eine Silberrallye erwarten und wenn diese auch kommt, dann ist es sicherlich ein heißer Kandidat, eine unterbewertete Silberaktie. Das Problem ist bislang so ein bisschen mal gewesen, dass es eben nicht so ein hochgradiges Silber ist. Also das Unternehmen braucht auch dringend einen höheren Silberpreis, aber trotzdem, bei höherem Silberpreis kann das Ganze hier sehr interessant werden. Es wird neu bewertet und es kann enorme Höhen nehmen, solche Aktien. Also ich würde sagen, solche Art Aktien sind, wenn sie einen Silberboom bleiben, ideal, um den Silberboom zu reiten. Ja, die haben auch noch ein anderes Projekt, ein weiteres Projekt, das Cherry Creek Projekt. Das ist ungefähr 50 Meilen nördlich der Stadt Ely in White Pine County in Nevada.
Und das Unternehmen hat in der Vergangenheit über 20 Silber-, Gold-, Wolfram produzierende Minen erworben, darunter Bluebird, Chance Mine, Fillmore, Last Chance, New Century Mine, Tick Up und Motherlode. Also Sie sehen, Sie haben wirklich sehr, sehr viel und viele Testergebnisse sind auch hochgradig. Das würde ja quasi dann auf diesen Potentialfaktor noch mit raufkommen, rein theoretisch. Also eine wirkliche wirklich ein hoher Silberpreis von 40, 50 verwandelt diese Aktie sicherlich in eine absolute Goldgrube und wird dann bewertungstechnisch auch dementsprechend neu bewertet. Aber aktuell, wissen Sie ja auch selbst, interessiert sich keiner für Gold und Silber, besonders auch nicht für Minen. Sie sind am Boden zerstört. Aber nach allem, was wir aus der Vergangenheit wissen, gerade diese Zeiten, wo sich keiner dafür interessiert, sind die besten Einkaufszeiten, auch wenn sich das nicht so anfühlt. Und dann, wenn alle euphorisch sind und diese Aktien hohe Werte haben, dann sind es die besten Verkaufszeiten. Das wird auch dieses Mal nicht anders sein. Ja, hier nochmal super Goldstocklist. Ich bin ja fasziniert von diesen Wertentwicklungen aus den 1970er Jahren, wo dann solche Wertentwicklungen irgendwo zwischen 1976 und 1980 stattgefunden haben. Hier NRD-Mining von 5 Cent auf 19 Cent, Silberstack Mines von 10 Cent auf 36 und Balmoral von 20 Cent auf 40. Ich erwarte keineswegs, dass ich Aktien habe mit einer derartigen Entwicklung, aber ich hoffe doch eben auf dass diese Entwicklung teilweise in diese Richtung gehen. Vielleicht mit ganz, ganz großem Glück haben wir am Ende dann auch so eine, aber das ist wie die Nadel im Heuhaufen stecken, Nadel im Heuhaufen suchen. Also ich würde sagen, also mit allen diesen Aktien, die wir versuchen hier zu identifizieren, sie gehen mit sicherlich bei steigenden Goldpreisen von der Tiefe alle Richtung 1, dann vielleicht auf 2, 3, 4, 5 und in einigen Fällen auf 10. Das ist immer noch weit unter der Entwicklung, die es damals gab, aber einfach um realistisch zu bleiben. Ich denke mal, wir sind sehr gut dabei, wenn es Gold tatsächlich schafft, ja, hoffentlich Jahresende. Es gab jetzt, glaube ich, auch eine neue Studie auch von Wells Fargo, die haben auch für Jahresende 2050 Dollar gesagt. Goldman Sachs, wissen Sie selbst, hat 2500 auch für Mitte des Jahres gesagt. Also irgendwas in der Richtung wird passieren. Und die reinen Goldinvestoren werden nicht sehr begeistert sein. Das sind dann schon 20, 25% mehr. Das ist vernachlässigbar. Aber ich denke, die Show werden absolut diese Penny Stocks mit großen Ressourcen machen, die dann von dieser Unterbewertung wirklich hoch dementsprechend steigen. Also ich denke mal, die werden die große Show machen. Ja, und dazu versuchen wir halt solche Aktien zu identifizieren. Deswegen die Super Goldstock, dieser Subscriber, den sende ich das auch zu. Wie gesagt, das sind durchaus eben Aktien mit sehr, sehr hohem Risiko und man kann sich, sage ich mal, den idealen Aktien auch nur annähern, indem man Gute einfach kauft, die weiter beobachtet, weitere Gute aufstockt. Wenn man neuere mit sehr großen Ressourcen entdeckt, ein guter Chartdynamik auch nochmal nachkaufen. Aber das erhöht einfach die Chance, dass wir mit ein paar Supergewinneraktien dabei sind. Also das Ganze ist meines Erachtens ein Prozess, gerade jetzt, wo diese Aktien noch so billig sind. Ja, also das sind immer Aktien mit Superlativen, meistens sehr Rechtsgebieten wie hier in Quebec. Es muss halt ein großes Gebiet sein, gutes Geologenteam, große Mengen. Und das mögen die Investoren und da würde dann zukünftig das Geld dann auch reinfließen. Ja, nochmal zum Report. Wir versuchen, solche Aktien zu identifizieren, einzuteilen auf moderates, hohes und sehr hohes Risiko. Eine Exit-Strategie ist auch mit beigefügt, also in was Sie investieren können, wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das ist ein Unternehmen, das ist zu jeder Zeit an sehr günstiges Gold und Silber gekommen, gerade wenn die normalen Händler nicht rangekommen sind. Und das Ganze lässt sich auch sehr einfach ohne Mindestinvestition sein, wird das in Zollfreihafen in der Schweiz auch eingelagert. Das wird sehr, sehr gut im Mensch, deswegen erwähne ich das. Ja, Preisvergleich, einfach quasi physisches Gold kaufen, einfach die Händler vergleichen, zum Beispiel auf gold.de.
Ja, dann habe ich noch weitere nützliche Informationen. Welchen Broker können Sie arbeiten? Wo kann man Gold einlagern? Weitere Informationen. Oder auch, wenn Sie einfach Fragen zum Report haben oder generell oder Zustellungsprobleme, einfach mir eine Information zukommen lassen und dann mich anrufen. Ich melde mich dann wieder bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Also besten Dank und bis zum nächsten Mal.